Herzlich willkommen zu einem neuen Airsoft-Video von mir. Ich bin der Sledge und ich bin nicht unter die Gärtner gegangen. Nein, ich zeige euch heute mal mein Tarnmaterial von Novridge und was man damit so alles machen kann. Genau, das wird eine schnelle Nummer. Viel Spaß dabei. Ich habe ja schon ein paar Videos draußen, wo ich diverse Sachen tarne. Zum Beispiel hier den Buni. Ebenfalls von Novridge, da habe ich ein paar Blätter dran gemacht und ein bisschen Gezumpel dran. Genau, den habe ich gemacht. Und was habe ich auch noch gemacht? Na, komm, ja. Richtig. Meine SSG 10, die habe ich ebenfalls mit ein paar Blättern getarnt. Ist noch nicht ganz fertig. Jo, aber ich habe eins vergessen. Und zwar sind das die Blätter selber. Was haben wir denn so an Auswahl an Blättern und was kann man damit so alles machen? Ja gut, das habt ihr jetzt eben gesehen, klar. Wo unterscheiden die sich? Und genau, das nehmen wir heute mal durch. Und ich würde sagen, dann fangen wir mal mit den LC1 an. Also die Blätter haben die Bezeichnung LC1, LC2, LC3. Es sind auch noch andere Blätter in Planung, die LC4 und 5. Klar, wer hätte es gedacht. Die gibt es aber noch nicht. Da warte ich noch drauf, dass die Dinger endlich fertig werden. Aber wir behelfen uns schon mal mit dem, was ich habe. Und zwar sind das hier die LC1 Blätter. Ich kann euch da auch noch mal was einblenden, wie groß die ungefähr sind, damit man so eine kleine Vorstellung hat. Die gibt es in 4 verschiedenen Farben. Das hier ist jetzt, ja, es nennt sich Karob, irgendwie so. Das soll wohl totes Laub darstellen. Dann haben wir hier, nehmen wir das hier mal, das passt besser dazu. Das ist braun, das sind so mehr die Herbsttöne. Ja, hier haben wir so eine Mischung aus grün und gelb. Und hier haben wir halt ein sattes Grün. Das kann sein, dass das hier, je nachdem was ihr für einen Monitor habt, dass die Farben nicht so ganz rüberkommen. Die sehen aber schon echt gut aus. Ja, das hier ist LC1. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal weiter zu den LC2. Und zwar sind das diese hier. Da habe ich nur die beiden Farben. Die anderen Farben, die waren alle hoffnungslos ausverkauft. Ich weiß nicht, wie viel er davon produziert, aber es waren auf jeden Fall zu wenig. Ja, auf jeden Fall habe ich die beiden Farben. So, das sind so eher kleinere Blätter, wenn man die so im Verhältnis sieht. Ja, das ist so ein bisschen kleiner. Und dann gibt es jetzt flatschneu quasi die LC3 Blätter. Das sind diese hier. Die sind was größer als die LC2. Das sieht man hier. Ich blende noch mal so einen kleinen Vergleich ein. Das war es eigentlich schon. Ja, zu den Blättern. Wie gesagt, 3 verschiedene Ausführungen. Und zu jedem Päckchen Blätter gibt es einmal ein Päckchen Pins mit dabei. Befestigungspins. Ich hoffe, die nennt man so. Also ich nenne sie jetzt auf jeden Fall mal so. Und die Befestigung ist eigentlich kinderleicht. Die Blätter haben alle ein Loch unten. Und dann steckt man den Pin einfach durch das Material durch, was man tarnen möchte. Und verbindet die einfach. Und wenn man die zusammengesteckt hat, und versucht sie wieder zu trennen. Ja, also es geht schon schwer. Es ist nicht unmöglich. Ihr werdet auch unterwegs vielleicht mal ein paar Blätter verlieren. Ja, gar keine Frage. Das ist vollkommen normal. Aber es geht schon schwer. Ja, also das ist schon relativ gut gelöst. Ja, so viel zu den Blättern. So, ich zeige euch jetzt mal das Prinzip. Und zwar brauchen wir einmal die Pflanze hier und einmal diesen Pin. So, das hier ist jetzt ein SSX23 Cover und das Schöne ist, hier sind schon so Löcher drin. Genau, so, und man steckt den Pin einfach von innen nach außen durch so ein Loch. Da seht ihr es, da kommt der Pin raus. Da hält man jetzt den Finger dagegen, nimmt sich das Pflanzenteil und steckt es da durch und schiebt es ganz drauf. So, und das war's.
Jetzt ist es fest und man kann dran ziehen, wie man will. Das bleibt dran. Ja, und im Prinzip geht man jetzt so mit allen anderen Pflanzenteilen so weiter. Wenn ich jetzt hier noch so ein braunes dazwischen haben will, dann Pin durchstecken, das braune nehmen, hier ist das Loch, so, zack, durch. Ja, das ist es. Und so geht ihr dann immer weiter vor und tarnt das so, wie ihr wollt. Aber nicht nur Blätter, sondern auch ein wenig Heu hat er im Angebot. Und zwar ist das tatsächlich richtiges Heu. Dieses Heu ist gefärbt und das gibt es in 4 verschiedenen Farben. So, und das Schöne an diesem Heu ist, es ist natürlich ein natürliches Material. Klar, es hat hier unheimlich viel Struktur, man hat hier große Faser, man hat so kleine, dünne, das ist so alles, ja, es ist halt Natur pur. Ja, und das ist genau das, was man eigentlich beim Tarnen haben möchte. Das sieht man hier auch beim Buni. Wenn man jetzt bedenkt, man würde jetzt einfach nur Fäden nehmen, das würde nicht so aussehen. Ich habe ein anderes Beispiel, meine SSG 10. Da hatte ich nämlich das Zeug noch nicht, da habe ich anderes genommen. Und zwar habe ich da tatsächlich nur Fäden gehabt. Also das sind meine Fäden, die habe ich jetzt mittlerweile schon längst weggeschmissen. Das sind so Tarnfäden, die kann man sich überall kaufen. Und man sieht, wenn man das also mit dem Heu vergleicht, hier so ein Faden, die muss ich auch mal da rausmachen. Wie gesagt, das Ding ist noch nicht fertig. Es ist schon ein Unterschied, ne? Also wenn man jetzt so einen Faden nimmt oder so ein bisschen Heu, das macht schon einen großen Unterschied. Also das finde ich gar keine schlechte Idee, dass man das so, ja, anbietet. Gefärbtes Heu finde ich gar nicht mal so schlecht. Und jetzt habe ich gesehen, ganz neu hat Novritsch auch im Angebot, jetzt muss ich die schon wiederholen, so ein Camo-Tape oder wie sich das so nennt. Ich habe das jetzt von einem anderen Hersteller. Da kann man sich so ungefähr vorstellen, was es ist. Das ist so ein Tape. Das kann man hier um die ganzen Sachen drum wickeln. Das hat halt ein Tarnmuster und das ist halt ultra praktisch, gerade hier für solche Stellen, wo man eigentlich schlecht drankommt mit so einem Tarnmaterial und wo man sagt, ich habe keinen Bock, die Waffe anzumalen, ja, anzusprayen. Da habe ich keinen Bock und deswegen habe ich jetzt einfach dieses Tape drum gemacht. Und wenn ich keinen Bock mehr auf dieses Muster habe, dann mache ich das einfach ab und Neues drauf. Fertig. Ja, und die Waffe sieht immer noch genauso aus wie vorher. Also wenn ich alles abmache. Ja, deswegen, also so ein Tarntape ist auch keine schlechte Sache. Ja, und ich würde sagen, das war es jetzt erstmal soweit. Mehr habe ich nicht. Ich wollte euch mal die Blätter und das Heu hier vorstellen und was man damit so alles machen kann. Ja, genau, das war's. Das war eine schnelle Nummer. Denkt dran, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch und ich sage dann mal bis später.